Weißt du, was die meisten Anfänger falsch machen? Nicht Grammatik, nein. Sie lernen viele Wörter, aber sie kommen nicht ins Gespräch. Das größte Problem ist oft, man weiß nicht, wie man anfängt oder wie man höflich nachfragt. Ja, total. Und, noch was, viele verwechseln sie und du echt oft. Das macht Gespräche dann ziemlich steif oder komisch, finde ich. Also, wenn dir das auch passiert, bleib dran. Heute geben wir dir Sätze, die du sofort sagen kannst, ohne viel nachzudenken. Kurz, freundlich und ja, wirklich nützlich. Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Wir sprechen heute über einfache, aber super wichtige Sätze für echte Gespräche im Café, auf der Straße, bei neuen Leuten. Genau, und wir üben gleich zusammen. Wir machen kleine Rollenspiele, geben Tipps und erklären Wörter, die tricky sind. Los geht's ohne Stress, okay? Erstmal, der Start eines Gesprächs. Einfach und freundlich, hallo, ich heiße Julia. Und du? Oder höflich, guten Tag, ich bin Julia. Wie heißen Sie? Das reicht oft schon. Und dann die Klassiker, wie geht's? Oder formell, wie geht es Ihnen? Antwort, gut, danke. Und dir? Wenn's nicht so gut ist, es geht so oder nicht so gut heute. Auch okay, ehrlich ist sympathisch. Lass uns direkt ein Mini-Rollenspiel machen, ja? Situation, du bestellst im Café. Tim, du bist der Gast, ich bin die Barista. Bereit? Klar, legen wir los. Ich atme kurz durch und geh rein. Guten Morgen. Was darf's sein? Hallo. Entschuldigung, ich spreche nur ein bisschen Deutsch. Ich hätte gern einen Kaffee, bitte. Kein Problem. Möchten Sie Milch oder Zucker? Ohne Milch, aber mit Zucker, bitte. Und, zum hier trinken. Alles klar. Das macht 3,50 €. Sonst noch etwas? Nein, danke. Das ist alles. Schön, danke Ihnen. Perfekt. Und stopp. 2 Dinge hier sind super wichtig. Erstens, Entschuldigung, ich spreche nur ein bisschen Deutsch, das öffnet Türen. Zweitens, im Café benutzt du meist Sie, also möchten Sie, das ist höflich. Ja, und wenn du etwas nicht verstanden hast, könnten Sie das bitte wiederholen? Oder einfacher, nochmal bitte. Das klingt freundlich, nicht peinlich. Achtung, Aussprache. Viele sagen bei ich und nicht so ein hartes K. Bitte nicht. Das CH ist weich, so wie Luft, die leise rausgeht ich, nicht, wirklich. Einfach langsam üben, geht schon. Ich hab mal gesehen, wie jemand kalt statt heiß gesagt hat. Er wollte heißen Kaffee und sagte, der Kaffee ist kalt. Die Barista war total verwirrt. Seitdem sag ich immer klar, heiß, kalt, lauwarm, kurz und deutlich. Ja, und das zeigt, Kontexte helfen. Wenn du unsicher bist, frag, wie sagt man das auf Deutsch? Das ist ein Zaubersatz für Lernende. Die Leute helfen gern. Noch ein Starterpaket an Sätzen, die du überall brauchst. Entschuldigung, wo ist die Toilette? Ich suche die Bahnstation. Können Sie langsam sprechen, bitte? Mit diesen 3 kommst du schon weit. Und bitte nicht verwechseln, Entschuldigung ist oft für Aufmerksamkeit oder kleine Dinge. Es tut mir leid, ist für echte Entschuldigung, wenn du zum Beispiel jemandem auf den Fuß trittst. Das macht einen Unterschied. Kurzer Realtipp aus der Community. Manche schwören auf Apps, andere auf Lehrbücher. Ist mir egal. Hauptsache, du benutzt die Sätze laut. Sprich sie wirklich jeden Tag, 2 Minuten. Das bringt mehr als 10 Seiten lesen ohne Sprechen. Bevor wir weitermachen, Mini-Rollenspiel Nummer 2.
ganz kurz. Situation: Du lernst jemanden neu kennen, aber bist unsicher mit sie und du. Ich fang an, okay? Okay, go. Guten Abend, ich bin Julia Meyer. Wie heißen Sie? Guten Abend. Ich heiße Tim Becker. Schön, Sie kennenzulernen. Können wir du sagen? Ja klar, gern. Ich bin Julia. Woher kommst du? Ich komme aus Köln. Und du? Ich komme aus Berlin. Super. Und stopp, genau so geht der Wechsel, erst höflich, dann freundlich fragen, können wir du sagen? Das ist ganz normal, nicht peinlich. So, halb sie it. Kleiner Quizmoment, nur mal testen. Julia, wie sagst du freundlich? Ich verstehe nicht. Können Sie das wiederholen? Sag's mal. So? Ich verstehe nicht. Können Sie das bitte wiederholen, oder kurz, nochmal, bitte, beides ist okay, oder? Genau. Perfekt. Und zweite Frage. Was ist der Unterschied zwischen Entschuldigung und es tut mir leid? Nur ein Satz. Entschuldigung ist fürs Ansprechen oder kleine Sachen, es tut mir leid, ist eine echte Entschuldigung. So hab ich's verstanden. Richtig. Wenn ihr das mitsprecht, super. Laut sagen hilft echt viel. Okay, weiter mit praktischen Bausteinen, sogenannten Chunks. Du kannst mit ich hätte gern fast alles bestellen. Ich hätte gern ein Wasser, ich hätte gern eine Suppe. Oder ich brauche Hilfe, ich brauche ein Ticket. Und fürs Fragen, wo ist, wie viel kostet, wann fährt, das sind super einfache Muster. Du ersetzt nur das letzte Wort, fertig. Noch was Wichtiges, Antworten höflich halten. Bitte, danke, gern geschehen, kein Problem. Viele vergessen gern geschehen. Das bedeutet, mit Freude, passt schon, ist sehr freundlich. Ich hab noch eine kleine Story, die echt passiert ist. Ein Lernender wollte sagen, ich bin Fahrer und sagte sehr selbstbewusst, ich bin schwanger. Alle haben gelacht, dann halfen sie ihm. Seitdem sagt er, erst denken, dann reden oder kurz nachfragen. Heißt das so? Gute Lektion ohne Stress. Oh je, ja, solche Momente passieren. Deshalb, wenn du unsicher bist, sag vorab, ich lerne noch, bitte korrigieren Sie mich, oder locker, ich lerne noch, kannst du mich korrigieren? Das schafft eine freundliche Stimmung. Kurzer Aussprachedrill, mach mit, ich, nicht, wirklich, vielleicht. Weiches CH, keine harte K-Maschine. Langsam, dann schneller, ich, nicht, wirklich, vielleicht. Klingt schon besser, oder? Zur Lerndebatte kurz und klar, Buch, App, Kurs egal. Was hilft, sind echte Gespräche. Sucht ihr einen Sprachpartner und sagt euch täglich 3 Sätze. Apps sind super für Vokabeln, aber der Mund muss auch üben. Und wenn du denkst, Immersion ist zu viel, kein Problem. Du kannst auch in kleinen, ruhigen Schritten üben. Zeichentrick auf Deutsch schauen, zum Beispiel Peppa Woods. Klare Sätze, langsame Stimmen. Danach einen Satz laut nachsprechen, fertig. Wollen wir noch eine kurze Szene üben? Thema, nach dem Weg fragen. Tim, du bist der Tourist, ich bin die Passantin. Los geht's. Entschuldigung, können Sie mir helfen? Ich suche die Bahnstation. Ja, natürlich. Gehen Sie geradeaus und dann links. Das sind 5 Minuten. Alles gut? Danke. Können Sie das bitte langsam wiederholen? Klar. Geradeaus. Dann links. 5 Minuten. Viel Erfolg. Mega. Und hier seht ihr, langsam fragen ist erlaubt,
Immer. Du kannst auch sagen, können Sie das aufschreiben? Manchmal ist das leichter. Fehler, die oft passieren. Man sagt in einer Gruppe von jungen Leuten, wie heißen Sie, das wirkt distanziert. In vielen lockeren Situationen ist du normal. Wenn du unsicher bist, frag einfach, sagen wir du, freundlich und direkt. Und umgekehrt bitte nicht duzen, wenn jemand sehr formell ist, zum Beispiel im Amt. Da bleibt man bei Sie. Netter Satz. Entschuldigung, ich bleibe besser bei Sie, oder? Das zeigt Respekt. Noch 2 Notfallsätze, die ich liebe. Ich habe eine Frage, und alles gut so? Mit diesen beiden kannst du fast jedes kleine Problem öffnen und schließen. So einfach ist das. Und fürs Telefon, ganz simpel. Hallo, hier spricht Tim Becker. Dann, können Sie bitte langsamer sprechen? Mehr braucht man oft gar nicht. Telefon ist schwer, also ruhig atmen, Satz für Satz. Kurzer Mini-Dialog fürs Kennenlernen, locker, auf einer Party. Ich fang an, hi, ich bin Julia. Wie heißt du? Ich bin Tim. Schön, dich kennenzulernen. Woher kommst du? Aus Berlin. Und du, was machst du? Ich arbeite in einer Firma. Und du? Wollen wir Nummern tauschen? Quatsch, das ist schon zu weit. Aber bis hierhin passt's super für Smalltalk. Haha, genau. Und wenn du was nicht weißt, sag locker, wie heißt das? Zeig drauf, lächle, alles gut. Die meisten Leute helfen gerne, wenn du freundlich bist. Noch ein praktischer Tipp. Hab kleine Kärtchen oder Notizen im Handy mit 3 Sätzen für heute. Zum Beispiel, ich hätte gern, wie viel kostet? Können Sie das wiederholen? Diese 3 benutzt du heute unbedingt einmal. Und sag die Sätze laut, wirklich laut. Shadowing hilft, hören, kurz stoppen, nachsprechen. Dein Mund muss sich an die Form gewöhnen, so wird's flüssiger. Okay, bevor wir Schluss machen, eine Frage an euch. Welche 3 Sätze nutzt ihr am häufigsten auf Deutsch? Und hattet ihr mal so einen lustigen Moment wie mit kalt und heiß? Schreibt's uns gern in die Kommentare. Wenn du heute nur eins mitnimmst, dann das, kleine, klare Sätze sind dein Schlüssel. Fang das Gespräch an, frag nach, bleib freundlich. So macht Deutschreden plötzlich Spaß. Danke, dass ihr dabei wart. Wenn dir das geholfen hat, like die Folge und abonniere den Kanal. So verpasst du die nächsten Übungen nicht. Wir freuen uns auf euch. Genau, bleibt dran und übt ein bisschen jeden Tag. Tschüss und bis bald. Heute noch mindestens 3 Sätze laut sagen, ja? Du schaffst das,